Hallo liebe Community, hier ist mal wieder Chrisel Schnissel und wir gucken heute mal, was so Schönes in der Post war. Ja, heute kam Post aus Kanada. Kanada oder Kanada? Ja, das Thema ist, Kanada ist natürlich Ausland, das heißt natürlich Zoll. Es war eine Farce. Es war eine Farce, das kann ich euch sagen. Aber egal, jetzt ist es endlich da. Und natürlich, was ist es? Es ist FlexiHaul. Genau, ihr könnt es ja schon sehen. Ich packe hier mal aus, den hier Babel. Das ist unsere Steuerplatine, die sogenannte FlexiHaul. Ich habe jetzt mal nicht den Dingsfokus angemacht. Wir machen mal hier den normalen, automorischen Fokus. Der sollte ja funktionieren. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir die Konnektorplatine. Da steht sowas drauf wie, ich muss mal meine Brille absetzen. Da steht dann sowas drauf wie X-Achse, Y-Achse, Z-Achse, AY2-Achse, Probe und Tool. Das sind halt die Konnektoren für die entsprechenden Dinge. Das Ding kann man jetzt sozusagen am Gantry befestigen und von da aus geht es dann zu den einzelnen Endstops. Wir werden das aber noch ein bisschen anders machen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Habe ich ja schon erzählt, aber werden wir gleich nochmal drüber reden. Und das ist dann hier auch nochmal was wir verwenden können. Die haben wir dann Cycle Start, Hold und Halt. Also Hold für Anhalten und Halt für Stehen bleiben, also Stopp sozusagen. Und das hier Cycle Start. Das kann man auch nehmen, ja, wenn man das will. Kann man sich hier so eine kleine Tastenkombination machen. Das ist auch immer ganz lustig, wenn man das vielleicht noch irgendwo hat, sage ich mal, zur Sicherheit. Ne? Also finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und ihr seht, das ist alles mit so Netzwerkkabelgedöns verbindbar. Und darum geht es nämlich. Wenn wir jetzt die ganzen Endstops zur Platine routen müssten, könnten wir das auch. Also hier können wir alles ganz normal anschließen. Ja, also hier oben zum Beispiel müsste ich jetzt mal gucken mit meinen alten Augen, was da so alles ist. Also das sind die ganzen Endstops und so weiter, das kann man sich ja angucken. Ja, hier oben und hier auch und hier und Spindelkram und was da nicht alles ist. Die Gegenstücke hierzu, also quasi diese Konnektoren, die gibt es auch im Set dazu. Die habe ich jetzt nicht mitgeholt, die sind noch auf dem Tisch. Aber wir sehen schon, das ist FlexiHaul. Und FlexiHaul ist im Prinzip unser Bindeglied zwischen dem Sender der G-Codes und der Treiber, sage ich mal, die dann die Achsen bewegen. Was ich beim FlexiHaul total cool finde, ist, wie gesagt, wir haben hier eine Spannungsversorgung drauf, 24, also 12 bis 24 Volt können wir hier anlegen oder müssen wir anlegen. Dieses Board erzeugt daraus die 12 Volt für die Endstops. Es erzeugt die 10 Volt, wenn ihr 0 bis 10 Volt steuerbaren Umrichter habt für eure Spindel. Es hat auch einen 5 Volt Konnektor, was wir dann für die Stepper-Treiber brauchen, also für die Treiber, für die Stepper-Motoren. Sehr, sehr, sehr geil. Und wie gesagt, hierzu, da passen dann die IDC-Stecker, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und was hier natürlich auch groß zu sehen ist, ist dieser Head, also dieser Konnektor hier. Bei diesem Konnektor kann man, wenn man will, einen Raspberry Pi draufstecken, 4 oder 5, ja. Da lässt man ein Linux CNC drauflaufen und hier kommt dann Remora drauf, so nennt sich das. Kann man machen, ja. In unserem Fall werden wir das aber nicht machen. Wir werden wahrscheinlich das Board so wie es ist nackt verwenden und dann über USB-C hier die Sachen über I/O-Sender dann reinschieben. Ja? Also von einem extra PC, wahrscheinlich wird das irgendein Mini-PC werden oder ich kram mir meinen alten Laptop raus, ich weiß es noch nicht. Das ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Der kann das ein bisschen puffern und dann schickt der die G-Codes quasi an die Stepper-Treiber und dann ist das schön. Ich werde hier natürlich die entsprechenden Platinen vom Logan einsetzen, also quasi diese Platine hier wird diese ersetzen. Ja, die macht im Prinzip das Gleiche, die hat hier entsprechende Konnektoren und dann auch die entsprechenden hier Konnektoren sozusagen, die wir dann hier drauflöten werden. Hier sind auch noch LEDs drin, das ist halt auch ein schönes Ding. Wir haben halt hier LEDs und können dann auch den Status des Sensors sehen, ob der auch wirklich hier an dieser Stelle jetzt schaltet. Ja, wir können es auch näher in der Software sehen, aber das ist auf jeden Fall das, was ich machen möchte. Die andere Seite von der Stepper-Seite, also hier werden wir diesen IDC-Stecker nehmen.
Und dann haben wir ein Flachbandkabel, ja. Und die andere Seite davon wird ja dann der sogenannte Driver Key. Ja, das ist dann im Prinzip die andere Seite. Das heißt, hier kommt genau so eine Buchse drauf, wenn man das will. In meinem Fall werden wir das aber nicht machen. Ich werde das hier wahrscheinlich ein bisschen anders lösen. Aber könnte man, ja, also hier einen Stecker drauf krimpen, hier einen Stecker drauf krimpen. Und dann kommt hier genau so eine Wanne drauf, wie auch hier. Und dann hat man einfach eine Kabelverbindung. Und hier lötet man dann einfach Pins ein und schraubt die dann an den Treiber dran. Also auch sehr, sehr cool. Kann man sich machen lassen. Gibt es bei Logan im GitHub, ne? Oder auf dem GitHub. Und dann haben wir hier nochmal die Platine für ein Toolhead. Da könnten wir dann auch nochmal dran arbeiten. Da haben wir dann halt, ich muss mal lesen, was da drauf steht. Da hätten wir dann, was haben wir denn hier? Das wäre X, Z und die Probe. Ja, also quasi unsere 3D-Probe, die wir dann später verwenden werden. Also hier könnten wir die X und Z auch noch dran bauen. Könnten hier dann auch, wie gesagt, mit einem Netzwerkstecker, also so einen hier, ne, so einen Netzwerkstecker, könnten wir dann auch das Ganze weiter verteilen, wenn wir es wollten. Also dann würden wir quasi von hier, vom Gantry aus, gehen wir dann hierher mit einem Netzwerkkabel. Und theoretisch könnten wir vom Gantry aus dann hoch nochmal an die Z-Achse gehen. Aber wir können auch die Z-Endstops hier dranhängen, sage ich mal. Also prinzipiell haben wir da viele Möglichkeiten. Was ich jetzt hier noch brauche, ist, ich muss dann diese Konnektoren hier noch kaufen. Ja, diese hier, da weiß ich noch nicht, wie die heißen, aber da lasse ich mir dann einfach mal sagen, wie die heißen. Oder ich gucke mal hier an der Seite drauf. Vielleicht steht hier steht auch irgendwas drauf von Phoenix Contact. Ja, das sind Phoenix-Konnektoren. Wahrscheinlich irgendwie nachgemachte, keine Ahnung, sehen nicht aus wie Phoenix. Aber egal, ja. Also die könnten wir dann auf jeden Fall dann hier drauf löten. Oder ich löte die hier aus, ja, weiß ich auch noch nicht, wäre ja auch möglich. Und es gibt hierzu natürlich dann noch entsprechendes Gehäuse. Hierzu gibt es ein entsprechendes Gehäuse. Das können wir dann alles auf jeden Fall verwenden. Hierzu gibt es auch einen 3D-druckbaren Halter, der auf eine Hutschiene passt. Den werde ich auch noch drucken. Ja, den kann ich euch dann bei Gelegenheit auch noch mal zeigen. Und dementsprechend sind wir jetzt da auf jeden Fall auch schon einen Schritt weiter. Natürlich geht es jetzt noch nicht los mit der Elektronik, ne, weil wir natürlich ja, erstmal den Stahlbau machen müssen. Und ich habe ja schon in dem verschnellerten Video gezeigt, dass ich im Prinzip schon ja, ein bisschen was gebohrt habe. Ich werde das jetzt so machen, dass ich euch im Prinzip sage, was ich machen werde und werde euch das mal grob zeigen. Aber ich muss ja nicht jedes Loch mit euch bohren. Ja, das ist ja, das wollt ihr euch nicht angucken. Ich will das auch nicht aufnehmen. Also vielleicht mache ich auch wieder so ein verschnellertes Video, aber naja, wie das so ist, wenn man ein Video aufnimmt, dann ist man eigentlich gar nicht so richtig bei der Sache, weil man die ganze Zeit überlegen muss, was zeige ich jetzt hier gerade? Habe ich jetzt vielleicht gerade keine Hose an oder Popel in der Nase oder irgendwie, keine Ahnung, das ist dann so eine Sache. Ne, wir werden darüber sprechen, was dann da noch anliegt. Als nächstes werden wir dann erstmal den Zusammenbau machen vom Rahmen. Ich werde jetzt unten die X-Beams und die Y-Sachen, wo die Linearführungen drauf kommen, werde ich mal fertig bauen. Werde den Rahmen schon mal zusammenschrauben und wenn ich ihn dann zusammen habe, und da muss ich noch auf meine Schrauben warten, deswegen kann ich euch das noch nicht zeigen, dann geht es weiter, dann fangen wir an, die Rails drauf zu bauen und so weiter und so fort. Ja? Also, Jutti, ich wollte euch das mal zeigen, FlexiHall ist da, die genauere Konfiguration und auch wie wir was wo anschließen, machen wir dann bei der Elektronik. Nur, dass ihr das schon mal gesehen habt. Ja, es hat ewig gedauert, wann habe ich das Ding bestellt? 5., 6. März oder so und heute haben wir den 1. April, ja, schöner Scherz, ne? Aber ist so. Ja, hat ewig gedauert. Ewig, wahrscheinlich mit, keine Ahnung, mit einem Ruderboot oder so von Kanada nach Deutschland gekommen. Irgendwie sowas. Und Zoll auch nochmal, ne? Also das Ganze hier, die 3 Sachen haben zusammen 160 € gekostet. Da musst du dann natürlich auch nochmal 40 € Zoll bezahlen. Ja, das ist dann, gehört dann auch nochmal dazu. Also ein teurer Spaß, aber das ist die Platine eurer Wahl. Meiner Meinung nach, die nutzen alle eigentlich oder viele. Die ist sehr, sehr gut optoisoliert. Das heißt, ne, wir können hier auch noch ein bisschen tricksen. Also wir können hier nicht nur ein Raspberry Pi draufpacken. Wir können hier auch zum Beispiel ein Ethernet SD-Kartenshield draufschieben. Das heißt, dann hat der die Möglichkeit, dann schiebt ihr die Dateien einfach hier drauf und der sendet die dann einfach. Ja? Oder Ethernet, ihr habt dann halt eine Netzwerkverbindung zu eurer Maschine, was auch sehr, sehr cool ist. Ja? IO-Sender unterstützt das ja. Alles aus einem Guss, wie ich finde. Super geiles Ding, wollte ich euch mal zeigen. Hier hinten steht auch alles drauf, ne? Expatria, und hier stehen auch die ganzen Sachen drauf, die ihr wissen müsst. Irgendwelche Pads, die hier sind, die sind beschriftet. Da steht dann genau drauf,
was man machen muss. Und auch alle Pins sind beschriftet. Also im Prinzip kann man da nichts falsch machen. Und das Schöne, was ich nochmal sagen wollte zum Schluss, das ist ein STM32, der hier drauf ist. Der hat einen UF2 Bootloader. Oder UF2 Bootloader, weiß ich nicht genau. Das bedeutet, wenn ihr hier diese Taste drückt und die USB-Schnittstelle anschließt, dann meldet der sich als USB-Datenträger. Und dann nehmt ihr einfach die neue Firmware, schmeißt die auf diesen in Anführungszeichen USB-Datenträger, startet das Board einmal neu und schon habt ihr eine neue Software drauf. Das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Also ich mag das wirklich sehr. Jutti, also wir haben es noch nicht in Betrieb, aber wir werden es in Betrieb haben und dann werden wir sehen, wie es funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitbauen und wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Ängste und Kommentare habt, dann hinterlasst die doch bitte in der Kommentarfunktion. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal ein bisschen was zu schreibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, euer Chrissy.